Was hat Softwaretechnik mit Kochen zu tun? Das kommt jetzt. Wenn Sie zu Hause was zu essen kochen wollen, dann überlegen Sie sich normalerweise vorher, was Sie am Ende haben möchten. Sie schauen mal, ob Sie die richtigen Zutaten im Kühlschrank haben. Vielleicht kaufen Sie noch mal ein bisschen was ein. Sie überlegen sich, welche Zubereitungsschritte Sie eigentlich machen müssen. Müssen Sie braten oder kochen? Haben Sie die richtigen Töpfe da, die richtigen Gewürze? Und wenn Sie nicht ganz so erfahren sind im Kochen, dann passieren halt Dinge. So wie zum Beispiel, Sie stellen den Ofen zu heiß ein und der Fisch verkokelt im Ofen. Oder aus übertriebener Sorge holen Sie den Fisch zu früh aus dem Ofen und der ist innen noch roh. Oder Sie stellen mitten im Kochen fest, dass Sie für die Soße eigentlich Mehl brauchen zum Binden. Das haben Sie vergessen, das haben Sie nicht. Und deswegen haben Sie jetzt nur so eine wässrige Brühe, aber keine Soße. Aus all diesen Gründen ist es sinnvoll, dass man sich vorher Gedanken macht, was man da eigentlich machen möchte und wie man es tun möchte. Und an der Stelle hat Kochen erstaunlich viel mit Software zu tun. Was mache ich, wenn ich ein Softwaresystem erstellen möchte? Ich mache eigentlich was ganz Ähnliches wie beim Kochen. Ich überlege mir zunächst mal, was ich eigentlich genau machen möchte. Was für ein System möchte ich bauen? Was möchten meine Kunden genau von mir? Das heißt, ich muss die Anforderungen der Kunden, der Stakeholder, der künftigen Nutzer genau verstehen. Ich muss die Domäne verstehen, also die Welt, in der meine Nutzer leben. Ich muss, wenn ich das wieder aufs Kochen ummünze, ich muss eine Vorstellung haben, was ich eigentlich am Schluss habe, was für ein Gericht und was den Gästen, die ich vielleicht einlade, schmeckt. Dann brauche ich eine Vorstellung, wie ich es eigentlich mache. Das gilt für die Software wie fürs Kochen. Fürs Kochen muss ich wissen, welche Zubereitungsschritte ich in welcher Reihenfolge mache und was ich vielleicht schon mal vorbereiten muss, damit ich die Schritte auch zügig durchlaufen kann. Und das Gleiche gilt für die Softwareentwicklung auch. Ich sollte wissen, in welcher Reihenfolge ich die Dinge tue, damit ich nicht so ein Chaos erlebe, wie ich das eben beim Kochen erzählt habe. Das heißt also, ich sollte wissen, welche Entwicklungsschritte muss ich eigentlich machen und in welcher Reihenfolge sollte ich die tun. Beim Kochen ist es sinnvoll, wenn ich mir zwischendurch mal einen Eindruck verschaffe, ob denn das, was ich da gerade zubereite, ungefähr so schmeckt wie mein Endergebnis. Auf die Software bezogen sollte ich mal zwischendurch testen, ob das, was ich da gerade entwickle, den Anforderungen entspricht. Und dann kommt noch ein Aspekt dazu. In dem Beispiel, was ich gerade erzählt habe, kochen Sie für sich selbst und vielleicht ein paar Freunde. Was Sie hier aber lernen, befähigt Sie nicht dazu, als Hobby Software zu entwickeln, sondern es soll Sie dazu in die Lage versetzen, dass Sie damit Geld verdienen, dass Sie damit Ihren Lebensunterhalt verdienen. Wenn man das aufs Kochen ummünzen würde, würde Sie dieses Studium zum Profikoch ausbilden, der in der Lage ist, ein eigenes Restaurant zu betreiben und Gäste zu bekochen und dafür Geld zu bekommen. Das heißt, Sie müssen sich über den Aspekt Gedanken machen, wie schaffe ich es denn, das, was ich hier tue, dauerhaft zu machen? Immer wieder, jeden Abend. Wie schaffe ich es, dass ich ein Gericht nicht nur einmal gut hinkriege, sondern 30 Mal am Abend, wenn es 30 Mal bestellt wird? Und dass, wenn ich verschiedene Menschen am Tisch sitzen habe, dass dann nicht der eine 10 Minuten auf sein Essen wartet und der andere wartet 40 Minuten. Wieder auf die Software übertragen. Wie schaffe ich es, dass ich einen Entwicklungsprozess so aufsetze, dass ich nicht so in einem Holter-die-Polter, wir programmieren die Wochenenden durch Projekt am Schluss irgendwas habe, sondern dass ich in einem dauerhaften, nachhaltigen Tempo, was mich nicht überfordert und mich nicht direkt in den Burnout schickt, immer wieder neue Features in angemessen schneller Zeit in meine Software einbauen kann, sodass der Kunde immer wieder neue Features auch bekommt von mir. Das heißt, ich muss mir Gedanken machen über Aspekte des Betriebs und Aspekte des sogenannten DevOps, also wie bekomme ich Entwicklung und Betrieb nah aneinander gebunden. Und wenn ich mir diese Liste anschaue, dann habe ich eigentlich ganz gut das Spektrum umrissen, was Softwaretechnik ausmacht. Und wir werden in dieser Veranstaltung uns nicht alles anschauen, sondern wir werden uns fokussieren auf die ersten beiden Aspekte, nämlich das Was und das Wie. Wir werden stark darauf schauen, wie formuliere ich eigentlich Anforderungen und wie verstehe ich die Anforderungen des Kunden. Und ganz besonders stark werden wir darauf schauen, wie kann ich
dieses Verständnis so präzisieren, dass ich auch offene Fragen klären kann, dass ich das jemand anders erzählen kann und vor allen Dingen, wie kann ich dann daraus die ersten Entwicklungsschritte machen. Was muss ich noch wissen, wenn ich kochen lernen möchte? Ich sollte Ahnung von Zutatenkunde haben. Ich sollte wissen, welche Gewürze gibt es, welche Gemüsesorten, welche Fleischsorten, welche Töpfe, also welche Werkzeuge, mit welchen Temperaturen bereitet man welche Gerichte im Ofen zu, welche Gerichte eignen sich für den Ofen und so weiter. Wenn ich das mal übertrage wieder auf unsere Software, dann gibt es eine Anzahl von Zutaten und eine Anzahl von Werkzeugen, die ich kennen muss. Und wir werden uns eine ausgewählte Menge hier in dieser Veranstaltung anschauen. Das wird das Entity sein, das wird das Value Object sein, das wird das API sein, also die Schnittstelle, die ein Softwaresystem hat. Das wird insbesondere das REST-Paradigma sein, der REST-Architekturstil, mit dem ich ein API beschreiben kann. Damit haben wir schon einen ganz großen Teil der Veranstaltung Softwaretechnik 1 umrissen. Und erstaunlicherweise kann man mit diesen 4 Zutaten eigentlich schon ein sehr passables Backend zubereiten, wenn Sie so wollen. Also wir schauen eher auf das Backend, weniger auf das Frontend in dieser Veranstaltung. Und wir haben noch ein paar Werkzeuge dabei. Das ist das Domain-Driven Design. Das ist die UML als Notationssprache für Verhalten und Struktur. Und das sind ein paar ganz konkrete Programmierwerkzeuge, nämlich Spring und JPA als ein Standard, der es mir erlaubt, Datenstrukturen so zu formulieren, dass ich sie direkt in Code gegossen habe. Und damit ist dieser erste Ausflug in die Softwaretechnik schon ganz gut umrissen. Was wir machen ist, wir schauen uns das Cookbook for the Hungry Student an, was die Softwaretechnik und die Softwareentwicklung angeht. Und es ist wie bei allen Kochbüchern, wenn Sie am Anfang sind, wenn Sie noch nicht so genau wissen, wie es geht mit dem Kochen, so habe ich das jedenfalls gemacht, habe ich mir das Kochbuch sehr genau angeguckt, habe mir die Rezepte hergenommen und habe die sehr buchstabengetreu nachgekocht. Und wenn man das dann ein paar Mal gemacht hat und ein bisschen Routine entwickelt hat, dann sieht man, ja, so ganz buchstabengetreu muss ich das auch nicht unbedingt machen. Ich kann dann schon mal ein bisschen variieren, wenn dann irgendwie ein ganz merkwürdiges, exotisches Gewürz in dem Rezept steht, dann kann ich mir überlegen, brauche ich das wirklich oder kann ich das weglassen, ohne dass das Rezept jetzt ganz anders schmeckt? Oder kann ich es ersetzen durch irgendwas anderes? Wenn eine Zutat drin steht, ein sehr teurer Fisch zum Beispiel, kann ich überlegen, ja, kann ich den auch durch Seelachs ersetzen und es schmeckt trotzdem ungefähr so ähnlich. Das sind so die ganzen Dinge, die Sie dann wissen, wenn Sie es ein bisschen besser können. Dann können Sie das Kochbuch auch zur Seite legen und es vielleicht als Referenz und als Ideengeber mal wieder aufmachen. Das ist genau die Art, wie wir diese Veranstaltung angehen werden oder wie ich sie mit Ihnen angehen möchte. Ich werde jetzt erstmal versuchen, Ihnen Schritt für Schritt zu zeigen und dann Sie auch quasi zu bitten, zu nötigen, über das Praktikum diese Schritte auch einzuhalten. Und dann haben Sie es einmal gemacht, dann haben Sie das Rezept einmal durchgekocht und dann können Sie am Ende, wenn Sie ein bisschen Routine gewonnen haben, dann entscheiden Sie selbst. Das tun Sie ja sowieso, Sie sind freie Menschen, aber das ist auch die natürliche Entwicklung. Es ist schon ganz sinnvoll und ganz gut, wenn man es einmal quasi sehr systematisch gemacht hat und das ist der Anspruch, den ich jetzt hier an die Veranstaltung hätte. Das alles ist aber überhaupt nichts wert, wenn man es nicht auch praktisch tut. Und deswegen werden wir in dieser Veranstaltung auch nicht kochen, aber praktisch programmieren. Also Sie werden das tun und wir auf der Betreuerseite tun das auch. Denn am Ende lernt man Schwimmen nicht in einem Trockenkurs. Sie lernen Schwimmen, indem Sie tatsächlich ins Wasser gehen. Und Software entwickeln für ein komplexes Softwaresystem lernen Sie auch nur dadurch, dass Sie es machen, dass Sie ein komplexes Softwaresystem entwickeln. Und das werden wir üben in diesem Praktikum. Das werden Sie ganz praktisch auch tun. Wir werden Ihnen dabei helfen und vielfach haben Sie ja auch schon Vorwissen und können zum Teil schon ganz gut programmieren. Und Sie werden hier in diesem Kurs neben den konzeptuellen und methodischen Dingen auch einige ganz praktische Dinge lernen mit Spring und JPA.
also mit Frameworks, die in der Praxis im Moment sehr verbreitet sind. Und dann sollten Sie am Ende der Veranstaltung in der Lage sein, auch komplexere Softwareprojekte aus dem Stand loszutreten, was das Backend angeht. Und auch wenn das am Anfang bei Ihnen vielleicht so aussieht, Sie wissen ja, aller Anfang ist schwierig.